Strandkorb 421 am nächsten Sonnabend, liebe Zuschauer, im Fernsehmuseum Rehe, Stahlnetz, vom 16. Juni 1964. Vielleicht auch was für Sie. Tja, das wäre es für heute. Wir verabschieden uns von Ihnen. Die Technik, Rudolf Ide und Peter Lackner und der Moderator. Das ist ja ganz klar. Einen schönen Abend noch. Tschüss, Wiedersehen. Tschüss. Guten Abend, meine Damen und Herren. 18 Stunden nach dem Putschversuch aufständischer Militärs in Bangladesch, bei dem Präsident Ziaur Rahman in der vergangenen Nacht in Chittagong einem Mordanschlag zum Opfer fiel, scheint das Land einem größeren Aufruhr entgegenzusteuern. Reisende berichteten, regierungstreue Truppen und Truppen des Putschisten-Generals Mansour seien nicht nur in der Hafenstadt Chittagong, sondern auch in der Hauptstadt Dhaka und in einigen anderen Regionen des Landes in Kämpfe verwickelt. Vizepräsident Abdus Sattar, der die Amtsgeschäfte übernommen und den Ausnahmezustand über das Land verhängt hatte, beschrieb die Situation als alarmierend und die Sicherheit des Landes bedrohend. In Chittagong, wo Rahman und 8 seiner Mitarbeiter erschossen wurden, scheinen Mansour und seine Rebellen die Situation unter Kontrolle zu haben. Die dort stationierten Marineeinheiten sollen zu ihm übergelaufen sein. Über Rundfunk ließ Mansour verbreiten, der Chef des Heeres und eine Reihe weiterer hoher Offiziere seien abgesetzt. Ziaur Rahman war 1978 bei den ersten Präsidentschaftswahlen seit der Unabhängigkeit des Landes von Pakistan mit überwältigender Mehrheit in seinem Amt bestätigt worden. An der Macht war der 45-Jährige seit November 1975. Damals drohte das ehemalige Ostpakistan nach der Ermordung des populären, aber glücklosen Staatsgründers Sheikh Mujibur Rahman nach mehreren Putschen im Chaos zu versinken. Unter Ziaur Rahman erlebte Bangladesch, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört, einen bescheidenen wirtschaftlichen Aufstieg. Es gelang ihm, Misswirtschaft und Korruption einzudämmen. Um die 90 Millionen Einwohner des total übervölkerten Landes ernähren zu können, förderte Ziaur Rahman vor allem die Landwirtschaft. Die letzte Auslandsreise führte ihn auch in die Bundesrepublik. In diesem Jahr hat Bonn Bangladesch eine Kapitalhilfe von 170 Millionen Mark zugesagt, die nicht zurückzuzahlen sind. Mit dem Geld soll vor allem die Landwirtschaft und die Familienplanung finanziert werden. Wenn es dem Nachfolger von Ziaur Rahman nicht gelingt, das Bevölkerungswachstum zu bremsen, wird es zur Jahrhundertwende 160 Millionen Bengali geben, und das auf einer Nutzfläche von der Größe Bayerns. Der Bundesparteitag der Freien Demokraten in Köln stand heute ganz im Zeichen der Umweltschutzpolitik und der Drogenbekämpfung. Bundesinnenminister Baum legte den knapp 400 Delegierten